So, sollte alles funktionieren. Ja, und jetzt noch das Bild. Hallo, hello everyone. I hope everything is working. You can hear me. So, ich hoffe, alles funktioniert und versucht, Facebook dazu zu nehmen und das hat nicht funktioniert. Okay, ich schaue mal schnell den Chat, wie die. Aha, ich höre was, das ist gut. Jetzt ist gut. Okay, sehr. Ein bisschen bitte entschuldigt, wenn ich da ein bisschen spät antworte, was im Chat ist. We have a little bit of a delay with the connection, so please excuse if I answer your question or read your question a little bit, late, a few seconds. I tried to connect Facebook, but it didn't work. So I can try again if we can get Facebook connected, but it looks like it won't work. So we are live on YouTube. I can save it and put it back up in Facebook later on. So ja, bitte ein bisschen erkältet. So ja, ich versuchte wie gesagt Facebook dazu zu nehmen, hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, aber ich kann es ja speichern, das Video, dann nochmal online sitzen. Ja, schön, dass ihr seid. Happy you're all here. She's a really important person here. And, well, everybody is important. And I'm looking forward to this SQ Live Intermezzo here, YouTube. Ja, es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Es gibt ein paar bekannte Namen da, die ich kenne. Und auf jeden Fall ist jeder wichtig. Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid, um diese Live-Show anzuschauen und die Neuesten oder die Details über den SQuape A 22 mm MTL zu erfahren. Kurz gesagt, SQuape A X. So, we will talk about the new SQuape 22 mm MTL tonight, of course. Short, it's the SQuape A X. So, X because of 10 years StattQualm. So it's our Jubiläum atomizer. So yeah, we will talk about this here tonight. Das ist unser Jubiläumsverdampfer und ja, wie gesagt, werden wir heute darüber sprechen. Ich werde dieses Video auf Englisch und auf Deutsch abhalten. Beide sind nicht meine Muttersprachen, aber ich versuche das Beste, das so deutlich wie möglich rüberzubringen. Yes, so I will hold this SQ Live Intermezzo in English and in German on the same time possible. Please, both languages are not my mother tongue, but I will do my best to speak loud and clearly so you understand everything. If something isn't clear, please leave a message in the chat. Ask what you want to ask. If I'm not focused on the screen, I might be focused on the close-up down here, or what? Yeah, whatever. Yeah, then just read type question when I look up and maybe check the chat if there are some questions to answer. So, ich suche immer wieder den Chat zu konsultieren, Fragen einzugehen. Es kann aber sein, dass ich es verpasse, wenn ich zum Beispiel ein Close-up bin, wo ich die Daten vielleicht zeige. Also nicht nur vielleicht, werde es auch zeigen. Und kann sein, dass ich ein, zwei Fragen dann verpasse. Aber ja, ich versuche mein Bestes. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Es ist jetzt 1,5 Jahre her seit dem SQ Live Intermezzo. Ich versuche wieder da reinzukommen jetzt heute Abend. So, long time. This SQ Live Intermezzo here. And yeah, so I'll do my best to keep it fluently and not to bore you. I hope everybody has your beer ready. You know, in the past SQ Live Intermezzos, we always drank a little bit of whiskey. This changed. It's a big in the SQ Live Intermezzo. We now drink tonight. I drink some Apex.
It's a double from Sweden, beer, and about some of those beers later on. But I just want to mention, is sponsored by hopfung.ca. So, heute trinken wir nicht wie üblich Whisky in einem SQ Live Intermezzo. Das ist der große Wechsel oder die große Change in diesem SQ Live Intermezzo. Wir trinken jetzt Bier. Heute trinken wir ein Double Naper von Apex aus Schweden. Oh, wunderschönes Bierchen und gesponsert von CH. Gut, bisschen Schleichwerbung nebenan. Kommen wir gleich zum richtigen Teil. Und zwar 10 Jahre. Wir haben in diesen 10 Jahren viel erlebt, einige Geräte mit, ich würde es ansprechendem Erfolg für uns, zufriedenstellendem Erfolg, und dafür danken wir euch herzlich. So 10 years we experienced a lot of a lot of experience now after 10 years, and we really released a few, mainly atomizers, with quite nice success. So we are happy with it, and thankful all of you that you support us, and so we can after 10 bring something new, is new, and I will show you later on. So das Neue, wie gesagt, schon auf Englisch, ein bisschen neu, nicht wirklich neu, aber es soll irgendwo die 10 Jahre ein bisschen widerspiegeln. Und klar, er heißt wie der Vorgänger, Arrive, aber es zeigt, der Verdampfer zeigt eigentlich trotzdem die 10 Jahre, die vergangen sind, was wir da alles mitgemacht haben, wo die Entwicklung drinsteckt, und ich glaube, dass das Gerät dahingehend sehr gerechtfertigt ist, auch in Bezug auf Back to the Roots. Wir kommen wieder zurück ein bisschen zu der Wurzel damals, wo wir nur MTL gemacht haben, vom Beginn an, und auch immer wieder MTL mit dazu haben. Beim X war es jetzt nicht der primäre Fokus, aber bei den anderen war ja MTL immer auch ein wichtiger Teil davon, oder nur MTL. Und die jetzt zeigt eigentlich die Entwicklung von 10 Jahren, runtergebrochen auf 22 mm mit den Features, die wir gerne euch anbieten möchten. So, 10 years, this atomizer has a lot of, the experience, see the experience of the 10 years in this. So it's not really new, but still, there's is quite kind of back to the roots with the new technology and the technology we learned over these 10 years. So I think it's a reason to bring this atomizer on the market. It is still something new with a lot of our needs. So quite excited to bring it on table on the market, and the whole team is very excited to do this and to see feedbacks or your feedbacks. It's feedback about our new RTA. So bin gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Natürlich wie immer nehmen wir die Feedback entgegen und sind gespannt. Wie gesagt, das ganze Team freut sich auf dieses Gerät bringen, und ich denke, wir legen gleich los mal mit dem Auf. Ich gehe jetzt dann in den Close-Up, zeige ich dann, und dann können wir weitersprechen, was wir damit anstellen dann. Alles passiert ein bisschen alles ist etwas unkoordiniert. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ja, ich schaue selten auf diese Notizen. Ich kann das irgendwie nicht so gut. So, I've made some notes, but pretty everything out of the box, just it's on the fly, so I will do my best to keep it fluently as possible. Change into close-up, scene 2.
Now, work. So that's life. Um, not everything is perfect, but yeah, I'm working on it. So if you need perfect live shows, please go to he is the master of any shows. So please. So wenn ihr Live-Shows haben möchtet, bitte besucht Tos. Er ist da der Master auf Live-Shows. Er wird euch da auch ausgelichteten Shows und da werdet ihr sehr, sehr viel. Hier ist alles ein bisschen ja, speziell vielleicht. Gut. Aber man hört dich. Ja gut, okay. Dann versuchen wir mal trotzdem. Hakt aber. Wieso dann? Das einzustellen. Vielleicht hört ihr mich jetzt. Vielleicht geht's ja. Vielleicht. Kann mal jemand checken, ob man jetzt mich gut hört? Nö. Ja, Dampferzimmer hört mich. Dumpf. Ja, dumpf ist auch nicht gut. Kein Aussetzer. Okay. Leise und dumpf. Da musst du lauter schalten. Warte, ich probiere mal was. Ja, ich habe jetzt das Mic von der Kamera eingeschaltet. So I have the mic from the camera. So I can put this away. Let's check if I can. Yeah, that's the story of my life with devices. You can ask Thomas, so he will tell you the same. Better? Läuft gut. Okay, vielen Dank, Dampferzimmer. Versuchen wir es so. Ist vielleicht nicht so ein schöner Ton über die Kamera, aber wenn es wenigstens funktioniert, ist es ja gut. Okay, perfekt, super. Vielen Dank für eure Geduld. Thank you very much for your patience. I'm very sorry about that. So, I won't cut it out because if somebody is watching it afterwards, he has to watch the whole thing about the mess, about the mic. So, yeah, sorry about that. I know someone new to Loch Ness is a little bit smiling now. I know that. I can feel it. So, ich weiß, dass jemand in der Nähe von Loch Ness jetzt ein klein wenig lächelt und schmunzelt. Aber soll ihm gegönnt sein. Okay, gut. Okay, let's start again with the close-up. So the packaging, the new box and the new sleeve here, and the box. And the box you already know. So the sleeve haben wir hier. 10 years, SQuape meter, MTL. Let's put it away. The box. If you open the box, you know the Swiss cross here, made in Switzerland. So made in Switzerland. Hier öffnen. Then you have a leaflet here, or the manual. It is very important to read the manual, especially this side here. This side shows you how to install the closing ring. So this is important. So diese Seite müsst ihr unbedingt lesen, so wisst ihr, wie ihr den installieren müsst. Das ist der erste Schritt, den man tun muss, wenn man ihn bekommt. Er kommt nur fast zusammengebaut. Man sieht es hier, das ist dieser Closing Ring. So this closing ring here shall be installed before you use it. Don't forget this. So, niemals vergessen, diesen Closing Ring einzubauen. Then this is the manual.
I will show it into the other camera. Ich zeige das manuell kurz in der anderen Kamera. Hier seht ihr alles detailliert mit Bildern. You can see everything with pictures and yeah, the text of this device. How to use it, what we recommend, a short, you know, you see the picture here for how to build it, rebuild it. So, wie man ihn wickelt, ungefähr, also kurz erklärt, es ist nicht wirklich eine Hexerei. Die einen Arise 24 mm schon haben, wissen ja eigentlich, wie er funktioniert. Im Prinzip ist es eigentlich dasselbe. So, as you know from the 24 mm SQuape Arise, you already know how to use it. But anyways, I will show you again how to use this device. So, you get this closing ring, you get the SQuape Arise 22 mm MTL, of course. I show the difference to the other one shortly. Then if you lift this up, you can see different stuff here in the box. So hier seht ihr ein paar Teile. Die Air Nozzles, die Luftdüsen in verschiedenen Größen, 2 mm, 1,5 mm, 0,8 mm und 1 mm, so mm, 0.8 mm, 1.5 mm and 2.0 mm air nozzles. Those are included. We have other air nozzles which are not included. It's 1.2 millimeter. Then we have the 1.8 millimeter and the 2.5 millimeter. So wir haben gewisse, die nicht inklusive sind. Wir mussten uns für 4 Stück entscheiden. Bitte entschuldigt, ansonsten wäre das Gerät ein bisschen noch teurer geworden. Also, die nicht dabei sind, ist 2,5 mm, dann die 1,8 und die 1,2. Die sind nicht mit dabei, aber kosten auch nicht alle Welt. Also ist wenn man unbedingt eine dieser Pins, diese Luftdüsen haben möchte, ist nicht so teuer. Versprochen. So yeah, you have to purchase those air nozzles separately. 4 are included, 3 are not included, and they are not that expensive, so it shouldn't be able to buy this. And of course, some O-rings and spare screws are included as well. And our very famous, one of the most famous tool from us is this Grip Band. So, das ist ebenfalls ein Ersatztütchen mit O-Ringen und Ersatzschrauben ist mit dabei. Und das SQ Grip Band, das kennt man ja schon, eines der bekanntesten Teile von uns, sage ich jetzt mal, noch bekannter als die Verdampfer. Hier haben wir den Schlüssel, der ist dieses Mal nicht so dick und groß wie beim 24 mm, der ist auf 3 mm Größe. So here we have the hex key, it's 3 mm, not as thick and fat like the one from the 24, of course, it's 3 mm in the up to work with. So let's put this back. Is everything still working? So, es funktioniert alles immer noch gut. So, Dampferzimmer, ja, es wird alles von Beginn an verfügbar sein. Wir haben jedes einzelne Teil vom SQuape Arise 22 mm wird von Anfang an verfügbar sein, plus ein 5 Milliliter Kamin und Tank natürlich dazu. Also es wird alles da sein. Yeah, Dampferzimmer, waiting room, ask if everything is available at the beginning of the release, and yes, it will be. Everything will be available, even every little bit of this atomizer you can buy. You can even buy the base, you can buy the drip tip, you can buy the chimneys, you can buy the tanks, everything you can buy at the release. So this is always important for us, that you can purchase the items you desire for just at once. So also a 5 milliliter tank with chain
also available. I will show it to you later on. So let's put it on a Danny Micro, because this is one of my favorite combination, honestly. It's just, it fits beautiful. It's small. It's yeah, it's just like made for them. Yeah, they are made for each other, I have to say. So das sieht aus, als wären sie füreinander gemacht. Der 22 mm Rise mit der Danny Micro ist einfach eine Kombination, eine meiner Lieblingskombinationen. Es gibt noch andere mit anderen Akkuträgern. Ich kann das schnell zeigen. Das wäre dieser hier. Vielleicht ein etwas günstigeres Modell. No. Der Pin ist etwas weiter außen. Ich habe ihn vorher noch gereinigt. So. Dann wir den noch ein bisschen rein. So. This is also a combination which works well. It's the Pipeline Pico Pro. It's also very nice. It's a little bit a cheaper mod than, of course, the Danny, but yeah, it's also working very well. Good. Okay. Let's stop. So, hello everyone. 75 people are watching this show. Very nice. Thank you. So, 75 Leute schauen zu bereits. Vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr, auch trotz den Tonproblemen. Das Mundstück ist ein bisschen abgeändert gegenüber von dem 24 mm. So the drip chip has a little changed from the 24 compared to the 24 version. It's from the beginning with a 3 mm diameter bore here. So 3 mm Bohrung und ja, leicht geschwungen. Keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt, aber die Leute werden es schon verstehen. The top cap is the grip top cap from the 24 mm, of course, the design. I think we put him a crown on top of it, so because of the 10 years. And it's very handy to work with it. And yeah, so die Top Cap ist die Grip Cap von 24 mm gleich mit dabei, ist jetzt Standard bei diesem Gerät. Wollten wir ein kleines Krönchen aufsetzen für 10 Jahre StattQualm natürlich. Dann haben wir den Tank. It's PSU tank, very durable. It's a very high quality plastic, if you say that, but it's very, very high quality, and so it's durable. It's very durable and strong. So wir haben hier PSU verbaut. Ist ein sehr hoher, qualitativ hochwertiger Plastik, muss ich sagen. Auch wenn Plastik billig tönt, aber die Rohstoffe dafür sind sehr, sehr teuer. Und das Rohmaterial, muss ich sagen, ist extrem teuer. Und es hat sich absolut bewährt beim 24 mm. So, yeah. Then we have the body with our logo on it. And then the slot on the side. Now, the slot looks huge right now because there's no closing ring inside. The closing ring comes here inside the body. And then you see there are 3 holes to regulate the air. So haben wir das Gehäuse. Ich muss es ein bisschen besser so zeigen. Ne? Das sieht jetzt ein bisschen groß aus. Das ist jetzt die Kamera, die das so zeigt. Aber ja, es ist eigentlich klein, weil hier haben wir den Closing Ring mit den 3 Löchern, die da reinkommen, um die Luft zu verstellen. Wunderbar. Let's open it. The base. So it looks very similar to the SQuape A Rise 24 mm base, but there are some major difference. The air hole here in the middle, it's round, made for the stainless steel air nozzles. This is it's a difference to the 24 mm. Also difference to the 24 mm version is the base. We have raised the base up and the top, so the deck is fully
sits fully inside the base. It's better to protect the deck as you work on it. So es gibt zwei wesentliche Unterschiede zum 24 mm, zur 24 mm Version. Also in erster Linie natürlich die Größe, die Verdampferkammer ist viel kleiner. Und wir haben hier ein Luftloch, das rund ist und nicht mehr längs, für die Luftdüsen, damit die Edelstahl-Luftdüsen gut reinpassen. Und die kleine Verdampferkammer, das war einfach besser mit einem runden Luftloch zu arbeiten. Und hier haben wir die Base hochgezogen, um das Deck komplett in der Base zu versenken. Das schützt die Base zusätzlich noch, wenn man daran, oder das Deck, wenn man daran arbeitet. Gut. I have a question. Ich sehe gerade eine Frage, wie ist das Material, wenn man die Pin wechselt, stabil im Gewinde? Wir haben kein Gewinde. I will show you how the pins are looking like. So he's asking if the pins are, the air nozzles are sitting well inside the hole of the threading. We have no threading. So I show the air nozzles right away in a second, so you can see how it works. Okay, just to show you what's coming, what's also coming at the release. It's a 5 mm version. It's a little bit larger, of course, because of the 5 ml. So auch dazu kommt die 5 ml Version. Ist natürlich ein bisschen größer anstelle der 2,5 Milliliter Version. Okay. Gut. Also der Größenunterschied ist jetzt nicht wahnsinnig groß. So the difference is not that much. I can show it to you maybe, so you can imagine better. I hope you can see it. Yeah. Just a little bit higher. About 5 ml. So, ein bisschen größer und dafür 5 ml. Wir werden als erstes den Closing Ring einsetzen. Um den Closing Ring einzusetzen, braucht man immer VG. Ich habe immer so ein Fläschchen mit VG, weil man immer die Ohrringe einschmieren sollte. Bei jedem Verdampfer. Das ist nicht nur bei unserem Verdampfer so, sondern überall sollte man die Ohrringe schmieren, bevor man sie benutzt. So I always have a little bottle of Ouija with me, and you should always wet your O-ring or lubricate your O-rings before using it on every atomizer, not only on the SQuapes, on every atomizer. So inside the chamber we have an O-ring here sitting, so this must be wet, but we don't go with the Ouija inside the chamber here, we just lubricate the closing ring. So wir wollen nicht den O-ring benutzen innerhalb der Kammer, sondern wir benutzen den Closing. Das ist relativ einfach, ein bisschen oben noch ein bisschen Schmiere dran geben, so good lubricated. Then set it on the top of the base like this. Hopefully you can see it. I do it the first time in front of a camera. And then you search for this line here. You can see the line. So this little line here, it's important. You have to line up with the line on the base. Where is it? Here is it. Here you see a line. It should fit over here. So diese Linien müssen zusammenpassen und dann kann man ihn zusammenstecken. Ich zeige das schnell. So. Und dann runterdrücken, drehen, drehen und dann ist der Closing Ring drin. Voilà. So you push the tank down and then you can just give a little turn, left and right, and then you have the closing ring installed inside the body. Old SQuapers knows what I'm talking about. Good. Then to install the air nozzle. So, um eine Luftdüse zu installieren, nehmen wir mal eine.
Ich nehme mal die 1,2, die nehme ich sonst nie. So, nehmen wir mal die 1,2er Luftdüse. So, let's do 1.2 air nozzle. Then, easiest way to install it. First of all, lubricate the O-ring. So the pin, I don't know if you can see it. Ooh. This is the bottom of it. So you have to put this first in so that the O-ring fits inside the hole. They are very small, as you can see. And the other side, if you flip it around, this is the top, obviously. Hope you can see it. It's a little bit, the lightning is not very, now you can see it. So the top von der Luftdüse. So müsste sie dann ausschauen, wenn ihr reinschaut. Das ist wichtig, also der O-Ring schaut nach unten. Dann little bit of Ouija. Bisschen VG drauf, ein bisschen hin und her. So. A bit of Ouija on top of it. And then I usually take a plier. Dann nehme ich eine Zange und setze sie oben rein. Ich hoffe, das kann ich jetzt so zeigen mit der Kamera. So. Dann sitzt sie so. Und dann kann man entweder mit sowas runterdrücken oder noch einfacher geht es mit einem Kugelschreiber so rein, push it down and it sits inside the deck. Now it fits well. Now it's straight. No, jetzt ist sie gerade drin. Einfach ein bisschen runterdrücken, mit dem Kugelschreiber geht es eigentlich am einfachsten. Meiner Meinung nach. Dann habt ihr eigentlich die Luftdüse bereits installiert. Zum Entfernen haben wir eine kleine Nut auf der Seite drin. Könnt ihr sie so anheben oder mit der Zange rausnehmen. Also absolut einfach. To remove it, just use a little screwdriver or your plier. It's very easy to install and reinstall and disinstall, and yeah, so it's quite easy to do, as you can see. Okay, no questions so far. There's one. Swiss dampfer. Are there any other closing ring planned yet? No, there are no other closing ring plans at the moment. We stay with the one we have right now. You never know. Maybe we find something different and we will change something. But at the moment we stay with this closing ring. There's no need because you mainly change the airflow here. So, Swiss Dampfer Schweiz fragt, ob noch weitere Closing-Ringe geplant sind. Es ist im Moment kein weiterer Closing-Ring geplant, ist unserer Ansicht nach nicht nötig. Man weiß ja nie, aber aktuell ist es nicht nötig, weil man die Luft grundsätzlich eigentlich hier wechselt und nicht außen. Und außen können wir eigentlich gar nicht viel ändern. Ihr werdet sehen, wenn ich den Closing-Ring hier jetzt aufsetze, das sind 3 Löcher und das ist eigentlich ihr könnt es eigentlich immer offen lassen komplett und die Luft ist ja unten geregelt. Man kann höchstens noch hier etwas einstellen, indem man ein bisschen dreht, auf die richtige Seite natürlich, nicht so wie die Kamera zeigt. Und dann hat man auch ein bisschen die Luft noch verstellt, aber das bringt eigentlich nichts, wenn die Luft 1 mm zum Beispiel oder 1,2 oder 1,5 ist, dann wird das nicht viel bringen, wenn man außen die Luft einstellt. Wenn man ein 2 mm Loch drin hat, vielleicht ein bisschen, aber auch dann nicht viel. Also die Luft stellt man nicht primär hier ein, sondern eher die Liquid Control. Gut. Let's wick it. Also, versuchen wir ihn zu wickeln. Dazu nehme ich natürlich das SQ-Cyber 2. Ich mache übrigens alles eigentlich mit dem, außer Draht abschneiden, aber sonst mache ich alles mit diesem Tool.
Ich gehe eigentlich nur mit diesem Tool in die Ferien auch. Das ist das einzige Wickeltool, das ich habe. SQ Cyber Tool. So this is the tool I use mostly of the time for rewicking my stuff. It's very handy. This is it. That's everything I need, especially on holidays. You can also open a bottle of wine or a bottle of beer with it, and yeah, it's very handy. Also to rewick your stuff. So, Schrauben lösen. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so gut seht. Oh, I'm not sure if you can see everything clearly. I'm not a pro, as I said. If you want to see professional rewicking videos, please, as I said, please visit Todd's Reviews. He is the most professional reviewer we have on earth. So, also, let's install PC coils, our own coil, made by PC coils from Belgium. Very lovely people, love them very much. And they made for us the SQuape A MTL collection. This was made originally for the 24 millimeter version of the SQuape A, but it fits very well as well in the 22. So we kept it because I am very happy with it. So you are as well. Ja, also wir haben hier die MTL Clapton Coil von PC Coils aus Belgien, die für uns damals für den SQuape A 24 mm diesen gebaut haben. Und der passt perfekt auch in den 22er. Und ich mag diese Coil dermaßen gut, dass ich das eigentlich, ja, dass wir dabei bleiben und diese auch für den 22er empfehlen. Ihr werdet sehen, warum. Hoffentlich, wenn ich es dann richtig mache. Schauen wir mal. Good. Now you have the coil. You can see it. It's a very beautiful coil. Made easy coils from Belgium. There are, of course, other very good coil builders we have in this market. For example, coil makers from Kuwait. He's also a very, very talented coil builder, so please shout out to him as well. As well, in Switzerland we have several good coil builders, so check out Swiss Vaping Group. They are always very much present in this group. So yeah, I can't find a coil from them right now here on the table, maybe. Let's check. So wir haben verschiedene, hier. Sunset Coils zum Beispiel ist auch ein sehr guter, macht auch sehr, sehr gute Coils, oder Coilermaker aus Kuwait ist auch extrem talentiert, macht sehr, sehr gute Coils. Aber wie gesagt, natürlich nehmen wir den SQuape A Coil für den SQuape A. Jetzt am einfachsten für mich, ich nutze eigentlich hauptsächlich vom SQ Cyber Tool den Kugelschreiber. So I use the pen from the SQ Cyber Tool to put the coil on top of it. Und dann lege ich die Coil einfach da rein. Man kann sie entweder so reinlegen, das ist eigentlich sehr optimal. Ich mache es jetzt aber in letzter Zeit immer wieder mal so. Die Beinchen außenrum. So you can have your coil like this, and show it in English as well, or which fits very well. As you can see, you just screw down and done. Or lately I use it very likely like this, very much often like this. Sorry, my English isn't that good, so it's a little bit more difficult to install it, but I prefer it. It's a bit more difficult, but I prefer it. So, but let's do it like this. So you have it like this in the middle. Hold the coils down, like this. You see it here. I keep this always inside. So, dann runterdrücken die Beinchen und runterschrauben. So hold the leads of the coil and just screw down the screws. Then it doesn't look quite nice right now, but I'll show you later on how it looks fine. So, es schaut nicht super aus im Moment, aber ich zeige euch, wie man es schön macht. Dann
vorsichtig aus. Übrigens schaut, dass ihr hier, dass die Coil nicht die Luftdüse berührt. Sonst habt ihr einen kurzen. Das ist natürlich wichtig. So please check always if the coil is touching your air nozzle. Otherwise you might have a short circuit. So let's pause it a little bit and then take the plier, push it together. It's difficult in front of the camera. Ein bisschen schwierig in front of the camera, weil ich muss ja irgendwie die Kamera im Auge behalten und die Coil. Aber das kriegen wir schon noch hin. But we can manage it. So, now. So. Et voilà. A little bit of hotspot here. So, und schon ist sie fertig. Also sehr, sehr einfach zu installieren. I hope that's easy enough to install a coil. Cut the leads. You can twist it if you like this. But I prefer, you can see now it's off. Or you can just take your snip X and snip it. Always make sure the leads are not touching the outside of the base or coming too far out of the or stand too far away from the screw. Also schaut immer, dass die Enden der Coil nicht zu weit herausschauen. Ein bisschen nachjustieren schadet natürlich nie und so sitzt sie eigentlich perfekt. Ich hoffe, das ist soweit alles in Ordnung. Es schreibt so niemand, ich glaube, wir sind alle gespannt, ob ich es jetzt irgendwann noch verkacke. Aber ich werde das Möglichste tun, das nicht zu tun. So, everybody's watching very closely and hopes that I will mess it up, but I'm confident I won't. So let's take a little bit piece of cotton. I prepared a little strand. I use most of the time Cloud 9 cotton. Of course, with our logo on it. It's as Mr. Todd would say, it's much in a can, but very, very nice cotton. Very shout out to Bernardo from Australia. Very nice guy. Very great cotton. Little bit of advertising. Very good guy. So, also, dann die Watte durch. Einfach durchziehen. Nicht so viel Widerstand, aber schon so, dass sie eigentlich gut sitzt. Also nicht, dass ihr da durchziehen müsst und hier bauscht sich dann was auf. Das nicht. Aber einfach schön, dass man sie durchziehen kann, aber nicht zu locker. So, the cotton should fit firmly in it, but not too much, you know, it doesn't, you get some, you know, doesn't look like a sheep at the end, you know, so it just has a tight fit, but not too tight. And then you take your cyber tool again, of course, because there are scissors in it. And then I just cut here at the end of the base. Also mit eurer Schere aus dem Cyber, das ist am einfachsten, dann schneidet ihr einfach am Ende der Base ab. Zack. Ein bisschen nachschneiden hier noch. Ich mag nicht so gerne viel Watte. I don't like too much of cotton. But yeah, it should work like this. Then you can use as well from your SQ Cyber tool. It's another feature of it. This one here. To push down the cotton. Dann nutze ich vom Cyber Tool, ebenfalls vom Cyber Tool, diesen Zahnstocher hier. Und fluffe ein bisschen auf. So you fluff it a little bit. And then place the cotton soft into the pockets. Like this. On the other side, ein bisschen auffluffen, fluff it up, and then you put it into the pocket. Don't stuff it, just put it in there. Then you can adjust a little bit like this. I like it very nice and clearly here on the base, on the deck. So ein bisschen noch korrigieren, da die Watte ein bisschen von der Seite weg, damit das Ganze dann in etwa so ausschaut. So it has to look something like that. Then, where is the liquid?
I have my liquid here. Yes, rebuildable Ryan webinar will have the SQuape A 22mm MTL version as well. He already received the order, so he will be ready on the 31st. Shout out to Larry. I use most of my time the Red from Crossbow. It's our own little juice. So die meiste Zeit nutze ich das Crossbow Red. Jupp, da ist es. Oder hier ist es. Unser eigenes Liquid. Ich mag das einfach für die MTL auch sehr gut, obwohl es ein bisschen Frische drin hat. Aber das macht eigentlich nichts. Die Lakritze, die drin ist, kommt eigentlich sehr gut zur Geltung, ist nicht zu viel. Aber die Frucht, die Erdbeeren und die roten Früchte passen einfach, ja, für mich MTL finde ich bombastisch gut. Okay. I like this juice very much because, yeah, the liquor is in it and the red fruits and a little bit of cooler, but you don't feel the cooler very much if you vape it MTL. It's very nice. So it's working good. Then you put always line it up, then push it down, turn it to close. Oh, I have to show it like this. So to close here, you see it here on close. Then you open the top cap, also auf Close setzen, dort wo der kleine Kreis ist da. So muss es sein. Und dann könnt ihr eigentlich befüllen. Sehr einfach, oben einfüllen, so. Und drücken, bis es voll ist. Schließen in einem Dreh und schon kann man. So I just use one turn to close it and to close the top cap and open the juice flow control. So also with one turn, I just open the top cap and close the liquid control, just like this. Now you can refill it. Don't spill it if it's open, but yeah, you can refill it and the liquid control is closed. If I turn it on the other side, the liquid control is open and you can vape it because the top cap is closed as well. Only one turn. Very handy, very easy to use, of course. Some people always ask me how you disassemble a SQuape A. So the 24mm and now as well also the 2022. Now I have filled it, so this is a little bit of a problem. No worries. We have another one here, possibly, which is not filled. Oh, well, a little bit filled. Ja. Also ich werde immer wieder gefragt, wie man den SQuape A, also 24mm, auseinanderbaut und auch wieder zusammenbaut. Es ist eigentlich relativ einfach. Ich zeige es euch schnell. Den Closing Ring habe ich jetzt da leider, also den kann ich jetzt nicht auseinanderbauen und den ich aktuell am Dampfen bin, eigentlich auch nicht, das ist dieser hier. Ein bisschen viel Zeugs. Und dann haben wir aber hier noch den Prototypen, aber ich zeige es jetzt schnell an der 5mm Version. So I will show it on the 5mm version. Just take out the base, then put in your Hex Key, so dann den Imbusschlüssel einsetzen, den Kamin. Und dann ist es wichtig, wenn ihr das so hält. Okay, ihr müsst jetzt auch noch vorstellen, hier drin ist noch der Closing Ring. Aber wenn ihr ihn so haltet, also kopfüber, if you hold it upside down, turn it clockwise. Important. Immer im Uhrzeigersinn drehen. Und dann kann man jetzt einfach aufdrehen. Und schon hat man alle Einzelteile hier liegen. That's it. To remove the closing, can I show you this one here? Yeah, maybe. I will try to show it with the prototype. Well, the prototype is, yeah. So it's always important to turn it on the
in clockwise. So, also immer im Uhrzeigersinn drehen und dann kriegt ihr das auch geöffnet. Jetzt ja, da war noch ein bisschen Liquid drin, aber egal. Auf jeden Fall, wenn ihr den so habt, hier seht ihr den closing ring. You see the closing ring. It's a little bit, I use it quite often, this prototype, and so, excuse about the dirtiness. Dann nehmt ihr einen Kugelschreiber. Man nimmt einen Kugelschreiber, you take a pen, and then you can just push it down like this. That's all. Now it's removed. Einfach mit dem Kugelschreiber runterdrücken und dann habt ihr den Closing Ring entfernt. Also nicht so wie ein gewisser amerikanischer YouTuber, welcher ein Review gemacht hat über den SQuape A 24 mm. Es gibt auch Leute, die überlegen dabei. Okay, not as an American YouTuber did it with the SQuape A 24 millimeter. We thought about something about that, and yeah, good. We'll give one of eyes away. Charlie. Der geht nicht einfach, eigentlich müsste der 24 grundsätzlich auch einfach gehen. Wenn es nicht einfach geht, die Ohrringe zu wechseln. Zum Beispiel die Ohrringe auf dem Deck müssten vielleicht da sind vielleicht ein bisschen zu dick. Kannst du so versuchen, die Drehfunktion etwas zu optimieren. Was wir aber festgestellt haben, aufgrund der kleineren Ohrringe im Durchmesser haben wir bislang keinen einzigen bislang entdeckt, der irgendwie ein bisschen strenger geht. Wir werden dann sehen, wie die Feedbacks sind von unseren Kunden. Aber im Moment haben wir das Gefühl, dass er ein bisschen noch smoother geht. Okay, I think I show everything here close up, and let's go back to my ugly mug and have a beer. Jetzt Ton. Man weiß es nicht. Ich versuche es nochmals. Ja, Ton. Dampferzimmer, Ton. Now okay? Jetzt, okay, gut. Ich glaube, ich muss ein Bier nehmen. I have to drink a beer. The sound, always a problem. Cheers, everyone. I love double Nepos. I love it. Es geht wieder, okay. Danke, Charlie. No sound, ja gut, das hatten wir.
Gut, okay. Also, jetzt habe ich mir eine Notiz gemacht, die ich nicht mehr lesen kann, aber das macht eigentlich nichts. Kommen wir zum nächsten Traktandum von der heutigen Sitzung, das ist ein Bier. So, let's have a sip of beer, relax, and let's see if you have any questions here right now. As I said, the release will be on the 31st of August worldwide. If you want to see or check a list of all the retailers which are selling the SQuape A 22mm MTL, please check our Facebook group. There is a list of all our lovely retailers worldwide which are selling the new SQuape. As well, you can also check, of course, our website. But if you are, for example, from UK, it will be much cheaper to order at Crème de Way, for example, to get your SQuape A 2mm MTL. Or if you are in the US, order at Vapenard. If you are in Indonesia, order from Nospera store. If you are in Kuwait, order by Coiler Makers. Yeah, there are several different stores, or in Germany, of course, in Taste. Ja. Wie gesagt, am 31. August ist der Verkaufsstart weltweit. Falls ihr eine Liste braucht, welche Retailer, also welche Shops Ihnen anbieten werden, dann empfehle ich euch die SQuape A oder die SQuape Official Group auf Facebook. Dort findet ihr eine Liste mit allen Verkaufsstellen. Natürlich könnt ihr auch bei uns bestellen, seid ihr herzlich willkommen. Aber wenn ihr zum Beispiel in Deutschland wohnt, ist es euch geraten, von mir jetzt persönlich, bestellt doch bei Intaste oder bei Pipeline oder bei einem anderen deutschen Store. Tante Dampf zum Beispiel wird ihn auch haben. Bestellt ihn dort, weil es einfach günstiger ist bezüglich Zoll und so weiter. In Italien, L'Atelier de Vapore zum Beispiel sollte er hoffentlich dann auch am 31. verfügbar sein. So in Italy, we hope that it will arrive before the 31st of August. We have some major issues with the border at the moment. It's always with every release we have some issues with the borders. Sometimes it's UK, sometimes it's France, sometimes now it's Italy. So yeah, but just check with L'Atelier del Vapore. Mario Rustichelli is the man in Italy who's selling our new SQuape A 22mm MTL. Gut. Charlie, haben sich die Zuggeräusche durch den Closing geändert? Wie meinst du geändert? Also er ist sehr, sehr leise. Das, was man eigentlich hört, ist die Coil, welche ich natürlich etwas frisch benetzt habe und etwas neu ist. Aber die setzt sich ein bisschen ein. Aber es ist eigentlich die Coil, die man hört. Ich weiß nicht. Das ist der gleiche Sound. Zuggeräusch hat man eigentlich keine, selbst mit 1,2 mit der 1,2 mm Schraube nicht, auch mit der 1 mm Schraube, ganz schnell, oder Schraube, es ist ja eben keine Schraube, es ist eine Luftdüse. So also with the air nozzle of 1 mm. This one isn't. I have too many devices here. Who is it? I guess it's this one. So, 1 mm air nozzle. The coil is a little bit quieter. It's the same coil, but it's not new. So the newer ones, they are squiggling or sparkling or whatever how you call it in English, a little bit louder than older coils. This coil is about 2 weeks old or 3 weeks old, and it just still looks fine to me.
And yeah, it's a really quick and smooth air draw. I hope you will like it. So ist ein sehr ruhiger, smoother Luftzug. Das Einzige, was man hört, ist die Keule. Der Unterschied zur vorhergehenden Keule, die vorhergehende Keule war ein bisschen neuer, deshalb ist sie auch ein bisschen lauter. Aber es ist die Keule, die den Sound macht. Hier bei diesem Gerät und nicht der Luftzug. Wird es einen Glastank geben? Will there be a tank made of glass? Not yet, because we had several major problems to make a glass for the 24mm version already. So we tried several glass manufacturers to build a glass for the 22mm version, and it just doesn't work at the moment. We couldn't find any good quality at the moment, and so we have a lot of glass we throw away because more than 70% are bad or bad quality. So it's just not reasonable, the glass would be about 30 Swiss francs or 25 Swiss francs each glass. That's not what we like to achieve. We recommend the PSU tank very much because it holds it's very strong and the quality is really high. So yeah, we keep on the PSU. I think it's almost as good as Ultem, but it looks much better than Ultem, in my opinion. So, es wird aktuell keinen Glastank geben. Und zwar hat das einen Grund. Und wir haben verschiedene Hersteller versucht oder angefragt und auch versucht, dieses Glas zu bauen. Und es geht einfach nicht, ohne dass wir 70% wegwerfen. Wir hatten schon große Probleme beim 24mm, einigermaßen qualitativ gute Gläser herzustellen, aber auch dort mussten wir Gläser wegwerfen, was sich eigentlich schlussendlich dann nicht wirklich gerechnet hat. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Und beim neuen ist es aber noch ein bisschen schwieriger, obwohl das Glas ein gleich ist, einfach der Durchmesser ist kleiner. Aber es scheint einfach ein größeres Problem zu sein. Ich bin kein Glashersteller, ich weiß es nicht. Aber hier scheint wirklich irgendwo das Limit erreicht zu sein, was möglich ist. Weil der Grund ist, wir haben oben einen Einstich und unten ebenfalls einen Einstich. Einfach außen, oben haben wir inneren Einstich und unten haben wir außen einen Einstich. Und dieser in Glas herzustellen scheint ein Ding, der unmöglich zu sein. Es wird sehr mit Ausfranzungen, dann muss man es von Hand nachpolieren. Wenn man es von Hand nachpoliert, sind die Toleranzen wieder komplett Shapes. Shapes ist, glaube ich, kein deutsches Wort. Daneben. Und deshalb im Moment haben wir das auf die Seite gelegt. Vielleicht finden wir ja das. Vielleicht ist ja jemand hier im Chat, der gut mit Glas umgehen kann. So yeah, as I said, the reason is we have on top we have a knot, and on the bottom we have a knot on the glass. So this is just, it seems to be too difficult. I'm not a glass manufacturer, but it seems to be very difficult to produce a glass in this shape in a proper quality. That's the reason. Okay, let's check question. Wie ist der Flash Throat Hit in etwa im Vergleich zum Enduro? Vielen Dank, 7 Orsten oder eben halt wahrscheinlich Thorsten, für diese Frage. Ich sage mal, der Flash würde ich jetzt, gut, es kommt natürlich auch darauf an, wie hoch du und wie tief du die Keule hast. Der Enduro war ein Flash-Monster. Ich glaube, der war schon fast flashiger als der Flashy Vapor, aber er war mit Sicherheit ein Flash-Monster. Und das ist er nicht. Er kann aber gut flashen. Also wenn man die Keule ein bisschen weiter nach oben drückt, also zieht oder hebt, ist ein bisschen deutscher, hebt, dann flasht er echt gut. Ich würde sagen, er flasht so in der Mitte zwischen RS 24 und Enduro. So drin. Also ich würde ihn als eher ausgewogen. Ich habe die Keule etwas tiefer unten. Ich mag zwar den Flash gut, ich werde aber eher dann mit dem Nikotin behalte ich dann lieber bei 6 Milligramm, dafür ein bisschen weniger Flash, dann flasht es auch wieder einigermaßen anständig. Und
Aber du wirst sehen, du wirst auch hier einen sehr, sehr guten Flash rausbekommen, wenn du das willst. So he is asking if the throat hit is like the Enduro. It's not like the Enduro. The Enduro was a flash monster, and the Arise, the 24mm, was a little bit on the flash side. Well, you can lift up the coil, it was a bit flashier, but then achieved the flash of the Enduro. But it's a different concept. I mean, the Enduro was made to bring you throat it of hell, you know. And the new one, the 22, we made something in the middle. So it's quite flashy if you lift up the coil. It can flash very well. But if you push down the coil, it's smooth and not as flashy as you know, as the Enduro, and it's between the Enduro and the Arise 24mm. I would suggest. Okay. I hope I didn't miss another question. So someone from Greece, I think. Sorry, I can't understand or can't read your name because it's in Greek letters. Sorry about that. I love Greece. I've been several times to Greece, but I still can't read the language. He thinks that the 24 is better than the 22. Well, that's an opinion. They are the same concept. We didn't say it's a new concept. It's the same concept, but they're quite different in air draw, and it depends what you like. You know, if you depend to switch between DL and MTL, then of course the 24 is much better than the 22. But if you want to have MTL, real MTL, just MTL, and a small device, then the 22 is better for you. I think the best way is to try both. Okay, so jemand aus Griechenland hat gesagt, ja, er denke wahrscheinlich der 24er ist besser als der 22er. Das ist natürlich eine Meinung. Es kommt aber da ganz darauf an, was du willst, oder? Wenn du viel Kapazität möchtest, wenn du zwischen DL und MTL hin und her switchen möchtest, beides sehr gut kann, ist der 24er sicher besser. Wenn du aber MTL haben möchtest, bis sehr restriktives oder enges RDL, dann ist der 22er besser, wenn du dann auch noch ein kleines Gerät dazu haben möchtest. Ich persönlich denke, beide Geräte sollte man probieren. Auf jeden Fall. Genau, Ironic ist hier im Chat. Ironic ist der Jan Tilton. Ich denke mal, es ist Jan, weil er tut so, als hätte er schon einen. Und er hat auch tatsächlich schon einen. Er hat einen Prototyp von uns bekommen. Das ist der einzige außerhalb von StattQualm, der einen Prototyp bekommen hat. Jan ist ein langjähriges Mitglied in der SQuape Group, sehr geschätzt, ist immer da, wenn irgendwelche Fragen vorhanden sind, hat persönlich so viel Arbeit abgenommen. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank an dich, Jan, dass du das alles tust, ohne ein übertriebener Fanboy zu sein, weil das wir auch sehr schätzen, dass du das nicht machst. Und deshalb hat Jan von uns einen Prototyp gekriegt, weil wir einfach außerhalb unserer StattQualm-Blase noch eine andere Meinung haben wollten. Und eine Meinung von jemandem, der sicher schon vieles probiert hat und der aber uns auch versteht, oder? Der unsere Art der Verdampfer der RTAs versteht. Und diese Mischung hat es eigentlich ausgemacht und natürlich das sein freundliches Wesen von Jan, und er hört Metal-Musik, das ist auch noch ein Grund. Aber ja, er hat einen Prototyp und mittlerweile haben auch einige Stores ihre Lieferungen bekommen, also ihr werdet jetzt vielleicht von da mal ein paar Bilder sehen vom neuen SQuape A 22mm, also seid nicht enttäuscht, dass ihr ihn noch nicht habt, aber das sind Stores oder eben Jan. That's it. Mehr waren nicht, die vorher einen abgekriegt haben. So Jan Tilton is here in the chat. He calls Ironic. He had a prototype. He is not, he's outside of the bubble of the SQ bubble. He's quite active in our SQuape official group on Facebook.
he is great on support. He answered every question almost in the group. He's a very friendly and lovely person, and he listened to metal music, so that's why he got a SQuape A prototype from the 22mm version. So just to get an opinion from outside of our bubble, you know, but from someone which understands what we want to achieve with our RTAs. So this was important as well. Yeah, if you see pictures now from the SQuape A 22mm MTL in groups, whatever, it might be young, or it might be some retailers which are already got their orders. So don't be sad if you don't have it ready. So the 31st is coming soon. Okay, ich sehe, irgendwo wird noch über den Preis gesprochen. Irgendetwas über den Preis habe ich gesehen. Der Preis ist heiß. Es ist so, dass natürlich ist er etwas teurer. Punkt. Nein, kurz gesagt, die Preise sind gestiegen. Also die Rohstoffpreise sind gestiegen. Das ist mit und wir machen aber auch weniger Stückzahlen aktuell. Das ist die ganze Marktsituation, hat sich massiv geändert innerhalb von 2 Jahren, und deshalb ist auch die Stückzahlenauslage oder die Stückzahlen, die wir in Batches produzieren, auch viel kleiner. Und nicht, dass wir nicht an das Produkt glauben, aber wir müssen halt schon auch ein bisschen vorsichtiger sein aktuell in dieser Situation, und es ist auch zum Teil nicht ganz so einfach an Rohstoff oder an Rohmaterial zu kommen. Also das ist auch ein Grund, und deshalb wird das Ganze ein bisschen teurer. Dann, was noch hinzukommt, das ist eigentlich ein großer Brocken am Preis, das ist der Euro. Macht was, dass der Euro teurer wird. Der Euro ist so dermaßen, das ist für uns ein großes Problem. Also kauft Euro, damit der Eurokurs steigt. Spaß beiseite, es ist definitiv ein kleines Problem. Der Euro ist jetzt unter Parität gefallen, und ja, ich war früher Devisenhändler. Und ich hätte das eigentlich nicht so gedacht, dass das in dieser kurzen Zeit eigentlich jetzt passiert, und dass der Euro schwächer ist als der Schweizer Franken. Und das ist für uns als Schweizer im Export tätig ein Problem. Für den Import ist es super, aber für den Export ist das ein Problem. Aber das soll ja nichts heißen. Der SQuape A 22mm ist selbst mit 89 Euro nach wie vor sehr günstig. Nach unserer Meinung, weil wir produzieren doch in der Schweiz, wir produzieren kleinere Batches, wie gesagt, in der aktuellen Marktsituation, mit dann noch 4 Luftdüsen inklusive. Ich finde den Preis mehr als nur angemessen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das sehen mag, aber wir sind der Meinung, dass wir da sehr, sehr spitz gerechnet haben und auch einen großen Teil unserer Marge halt verzichtet haben, weil eigentlich noch viel teurer wäre. So there was a little discussion about the pricing. Yeah, everything gets more expensive at the moment, as you know. This is one thing. So the commodities and everything are much more expensive at the moment. So we have to calculate this. Then we produce a less larger batches. Also because of the market at the moment. It's not because we don't believe in our product. It's just we have to be a little bit more careful. It's also a problem to get some commodities right now to produce this device, and so these are all parts why the SQuape A 22mm MTL is a little bit more expensive than the 24. Actually, it's smaller, but and also the euro and especially the euro are very cheap, and the Swiss franc is very strong, I have to say. And this is also a problem for us to export to all the countries all around the globe, because our currency is too expensive at the moment. So please sell, if you have Swiss francs, sell it so the price goes down.
No, I think still, I think 189 euros or 189 dollars or 179 Swiss francs or 69 pounds, I guess. I'm not sure. You have to check gram the weight. I think it's still a reasonable price for a product made in Switzerland, fully made in 100%, and in small batches. I think this, yeah, I think it's more than just a fair price for it. Good. Let's check. So this is said about the price. Oh. Ist eine DLC-Version geplant oder eine gar farbige Version? DLC haben wir jetzt erst gerade den 24er rausgebracht, übrigens wunderschön. Hier zum Zeigen, wunderbar, wunderschön geworden. Nicht ganz so einfach. Man wartet ewig, bis das DLC, also bis die Version oder der Patch fertig ist. Und ich weiß effektiv nicht, ob wir das im Moment anstreben, vielleicht im nächsten Jahr. Das könnte sein, aber aktuell ist es nicht geplant. So viel dazu. So DLC version is not planned yet. Maybe it comes next year, but right now not. We just made the 24mm version in DLC, and by the way, the 24mm version will still be on the market. It's still in production. Yeah, we still sell it quite well. So yeah, so that's why we also made that DLC version of it. So yeah, keep an eye out of it. But 22mm maybe in 2023 if we do it. So auch übrigens den 24er Reis, wird weiterhin produziert, weil er wird immer noch gefragt. Er ist nach wie vor eigentlich ein Gerät, welches eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, warum es vom Markt verschwinden sollte, ganz ehrlich, weil es kann eigentlich alles, was ein 24mm Verdampfer machen müsste. Und das in meinen Augen sehr gut. Natürlich haben wir das Gerät entwickelt, natürlich muss ich das fast sagen, aber es sind auch die Feedbacks, die wir kriegen, die uns eigentlich so überzeugen, dass wir am 24mm auch weiterhin festhalten wollen. Und der 22er ist einfach die MTL kleine Version, die schnuckelige Version, die halt einfach auch gut auf die Mikro passt und auf andere gute, schlanke, kleine Akkuträger. Und es ist einfach etwas Schönes, mal was Kleines und was sehr, sehr gut MTL kann. Nicht, dass der Arise 24 nicht gut MTL kann, aber halt der 22 kann es ein bisschen besser. Gut, also gehen wir mal weiter. Good night, Monsieur from Greece. I still can't read your name, but bye-bye. Sabrina, bin deiner Meinung. Was hat Sabrina? Punkt, danke. Wie macht ihr denn? Punkt. Wo habt ihr einen Punkt gemacht? Aber ja, Sabrina, auf jeden Fall für deinen Kommentar. Wir machen einige, aber weniger als beim 24. Aktuell. Das ist aber, wie gesagt, auch auf die Rohstoffe, auf die Knappheit der Rohstoffe etwas zurückzuführen. Vielen Dank, Dampferzimmer, für diesen Kommentar. Ja, wir hatten zuerst auch mit über 200 gerechnet. Aber dann habe ich mein Auto verkauft und jetzt ist er unter 200. Gut. Okay, vielen Dank, Polo. Also Polo ist übrigens ein Reseller von uns, von Mix and Vape. Habe ich es richtig ausgesprochen? Bitte korrigiere mich, Polo. Du darfst Werbung für deinen Job hier machen. Polo Gocivera, oder Gocivera sagt man, ja. Mein Italienisch ist leider nicht so gut. Er sagt, dass die Qualität anscheinend noch besser ist von der Oberfläche her, also keine scharfen Kanten, nichts. Das freut mich, dass du das so siehst. Ich hoffe auch, dass dann auch die Nutzer und deine Kunden sehr zufrieden sind. Vielen Dank für deinen Kommentar. Wird er im RDL-Bereich
viel lauter? Nein. Aber er wird natürlich lauter. Das wäre komisch, wenn nicht. Aber nein, laut ist er auf keinen Fall. Das ist sicher der Grund wegen dem. Oh, seht ihr es? Oh, shit. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wegen den 3 Löchern hier. Doch, jetzt seht ihr es. Okay. So, Joker is asking if you have the 2 millimeter air nozzle inside, if it's much louder. It's not much louder. Of course, it's a little bit loud. It would be strange if it's not louder, but it's not loud, not at all. The 3 holes here, you know. Yeah, it's a very quiet Etsy, I promise. I also used it once without an air nozzle, just to test it without air nozzle, and I could RDL it without the air nozzle, and it worked very well and it wasn't loud at all. So ich habe ihn auch schon mal ohne ohne Luftdüse genutzt und es war absolut gut vom Sound her, also überhaupt nicht laut oder sowas. Dampferzimmer ist ein Aufleben des Easys denkbar. Den müssen wir gar nicht auflegen, der gibt es ja noch. Der ist noch erhältlich. Den haben wir noch an Lager. Und zum Beispiel Intes wird ihn bald auch wieder an Lager haben. Also den müssen wir nicht auflegen, der lebt noch. So Mr. Dampferzimmer, Mr. Vaping Room is asking if the SQuape Easy will come back. It's still here. It never went away. The SQuape Easy is still available, so no worries. It's still here. King size vapors, hello. Ich mag das System einfach. Der 24 hat mich dieses Jahr wieder auf einen. Vielen Dank, Herr Ronig. Ja, zum Befüllen mitten im Moshpit geht hervorragend. Ob auf der Skipiste, ob in einem Tatzelwurm oder am Moshpit in einer Wall of Death. Ohne Probleme zum Wiederbefüllen. So, Mr. Ironic, as I said, he loves listen to metal and he visits a lot of metal festivals and he appreciates the easy filling of the skies inside a mosh pit. And that's true. I can feel it. Kai, da hast du recht, da gebe ich dir absolut recht. Die Entwicklungskosten waren natürlich niemals so hoch wie beim 24er. Das ist absolut so. Aber wie gesagt, also erstens die viel kleineren Stückzahlen, muss ich sagen, die machen halt schon auch den Preis aus. Und der Wechselkurs ist, ja, ich kann es schnell rechnen, was der Wechselkurs seit letztes Jahr gefallen ist. Also das sind, was war er mal noch? Ich glaube, letztes Jahr war er noch bei 1,08 minus, jetzt ist er bei 0,96, also 0,12. Dann ist das alleine schon deswegen, das sind 11%, die der Wechselkurs ausmachen. Und wenn du jetzt die 169 plus 11% rechnest, dann bist du da schon auf 187. Oder? Und dann noch die gestiegenen Rohstoffpreise und die gestiegenen und die kleinen Stückzahlen, was die Produktion teurer macht. Eigentlich müsste er ja somit noch fast teurer sein. Weil wir rechnen ja die Prototypenkosten auch in den Preis rein. Das ist schon so. Da gebe ich dir absolut recht. Aber der Preis ist mal auch getrieben vom Wechselkurs und natürlich von den Stückzahlen insbesondere und auch von den Rohstoffen. Von den Rohstoffen her. Gut. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie erklären. Ja. Wenn wir ihn komplett neu entwickelt hätten, was wir ja nicht wollten, das war nicht das Ziel, dann wäre er wahrscheinlich irgendwo bei 220 Schweizer Franken oder 210 Schweizer Franken. Oder Euro, besser gesagt, Entschuldigung, Euro. Ja, wäre dann ein bisschen teurer geworden. Danke, Papa Salut Tal. Thank you.
Kai, du warst mal Volkswirt? Ja, dann muss ich die machen. Dann frag doch nicht, du weißt ja schon alles. Mich so auf die Probe zu stellen, hier vor allen Leuten. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank für deine Frage. Ich mag es immer, solche Fragen auch zu beantworten. Good. Are there any other questions? There's another question, I missed it. If the Enduro comes in 22, no. No, this won't happen. Sorry about my straight answer. No, this won't happen. The Enduro won't come back in 22mm. We stick on the RIs. So, good. Are there any other questions or everything is clear? Sind noch weitere Fragen? Yes, Perky, it's better than the Har. And a lot smaller. A lot. Okay, Rebuilder Ryan, stock air size. What do you mean with stock air size? The air sizes which are included is 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 millimeter. They are included in the set. Then you can buy as well 1.2, 1.8 and 2.5 millimeter air nozzles. I hope this was your question. Not sure. Dampferzimmer, ja. Wir legen einen zurück für Feelgood. Also es ist so, wir haben mit Feelgood gesprochen natürlich. Das Problem ist, in Uruguay darf man nur 3 Pakete im Jahr als Privatperson vom Ausland empfangen. Und ich glaube, das Kontingent hat er schon ausgenutzt. Und deshalb dürfen wir ihm aktuell keinen zusenden. Aber vielleicht ergibt sich was, dass jemand besucht bald, dann lässt er es mich wissen und dann schicke ich derjenigen Person dann einen den SQuape A mit der Nummer 7 zu und der schickt ihn dann zu Feelgood. Oder bringt ihn dann zu Feelgood. Charlie, ja, die Tankerweiterung wird es auch geben. Es wird alles ab dem 31. August geben. Also jedes einzelne Teil, ob dieser O-Ring, dieser Kamin, diese Topcap, diese Base, du kannst alle Einzelteile am 31. August kaufen. Auch die 5 Milliliter Tankgröße wird erhältlich sein und auch der Kamin natürlich dazu auf jeden Fall. Also wir bieten alles auf einmal an. So Charlie asked a question which was also asked at the beginning of the show. Yes, we will bring everything on the 31st of August, every little piece, everything, single piece. You can build your own SQuape A 22mm in our shop, of course. Maybe also Intel has every piece, and also Pipeline in France probably has every single piece. Not sure about that. And Creme de Way possibly has every single piece as well online. And yeah, so we will have everything available, and so you can build your own SQuape. So if you just want to have one air nozzle, then you can buy the tank, you can buy the chimney, you can buy the top cap, the drip tip, the base, the body, the closing ring, and your air nozzle. And don't forget the spare parts. So, also am 31. wie gesagt, kommt alles auf den Markt. Also da könnt ihr auch also zum Beispiel bei uns im Shop, ich glaube auch bei Intest, bei Pipeline wahrscheinlich auch, und bei gewissen anderen Stores, die alle Teile bestellt haben, könnt ihr dann euren SQuape wieder auch selber zusammenstellen. Wenn zum Beispiel jemandem die 1,2 Meter Luftdüse fehlt, dann baust du ihn selber zusammen. Das ist absolut kein Problem. Du kannst die Topcap kaufen, du kannst einen Kamin kaufen, einen Tank kaufen, den Body, also das Gehäuse kannst du kaufen, den Closing Ring kannst du kaufen, die Base kannst du kaufen und dann noch das Ersatzset. Und dann hast du alles beisammen. Und das Gripband kannst du aktuell nicht kaufen, stimmt. Mist. Aber kommt bald sicher auch wieder. Und natürlich das SQ Sauber Tool kannst du dann auch kaufen.
King Size Vapors, thank you very much. Charlie, auch dir vielen Dank. Marsti, hello. Cheers. Ironic, nein. Bringen Sie nicht auf Ideen. Polo gibt es Tipps für die Kabelposition. Meine ist eher höher, also nicht unmittelbar oberhalb der Luftdüsen, sondern höher. Es kommt darauf an, wie du es lieber magst. Wenn du lieber ein bisschen mehr Flash hast, dann hast du die Kabel ein bisschen höher. Wenn du lieber weniger Flash möchtest, dann hast du die Kabel ein bisschen weiter runter. Genau. Also ich habe sie vielleicht einen Millimeter über der Luftdüse. Das ist jetzt geschätzt, vielleicht sind es 1 Millimeter. Aber ich habe sie nicht zu weit oben. Das auf jeden Fall nicht. Ich mag eher einen ausgewogenen Flash, dafür, dass der Geschmack gut rüberkommt. Genau. Übrigens, beim 24 mm war immer mal wieder der Punkt, dass gewisse Leute sagten, das Süße kommt zu wenig rüber. Es gab sogar Leute, die gesagt haben, das schmeckt doch gar nichts. Und über die Zeit habe ich jetzt festgestellt, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass gewisse Leute dann einfach so dermaßen süßes Liquid reinknallen, was der SQuape A 24 mm eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, er wurde schon süß, aber das Süße hat er eher etwas, wie soll ich sagen, gemutet, was eigentlich auch absolut für uns jetzt persönlich, wir bauen immer Verdampfer nach unserem Belieben, so wie wir gerne dampfen, absolut Sinn gemacht hat. Und ich denke aber jetzt insbesondere bei der Kleine, also süß wird er nicht hervorbringen, er wird aber das Süß ein bisschen besser akzeptieren, also so cremige Geschichten, Tabak mit Cremesachen und solche Sachen kann er auf jeden Fall gut, wie gesagt Frucht, wie jetzt hier mit Lakritze, super gut, also meiner Meinung nach, also von dem her gesehen. Oh, wir haben, oh, da ist jemand interessantes, Love-Chat, XY, ja, den schmeißen wir raus. He? Entfernen. Kann ich die komplett blockieren, so. Wir schmeißen die raus. He? LoveChat 1XYZ Best Adult Dating ist rausgeflogen. Also tut mir leid, die jetzt ein Adult Dating gesucht haben. Ihr müsst da diese Seite besuchen. Gut. Schau, es sind immer noch 52 Leute da, die mir zuschauen, wie ich hier versuche, Fragen zu beantworten. Euch. So still 54. Hello, the new ones are still watching this live show and listen to me to how I answer questions. So respect. Ja, ironic, absolut richtig. Aber ich drücke sie hinten noch ein bisschen nach unten. Aber egal, das ist jedem selbst überlassen, wie er es mag. Erdem, if you have an SBS mod with you show how it fits with the 25 and sorry, I don't have it here. I don't have a side-by-side mod right here on my table. I have probably one on the back, but I have to put down the green screen. Yeah, which will give a mess, and then you see my back and my butt and how I search for the SBS mod, and nobody wants to see my butt in front of a camera. So, sorry, but it looks good, I promise. So, er fragt, ob ich einen SBS-Mod zur Hand hätte, wo man den 5 Milliliter drauf sehen könnte. Leider nicht, der ist wahrscheinlich da hinten, irgendwo hinter dem Screen. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht in den Greenscreen runternehmen, mich umdrehen, mich diesen Mod zu suchen, dann schaut ihr mir alle auf den Hintern, was wirklich jetzt nicht ein wunderschöner Anblick ist an einem Donnerstagabend und ich euch das ersparen möchte und deshalb, ja. Aber es sieht bestimmt gut aus. Charlie
Der 4x0,8 müsste eigentlich noch verfügbar sein, der wird intern sicher wieder nachbestellen. Kann mal sein, dass mal etwas ausverkauft ist, oder jedes Mal, wenn du schaust, ist es vielleicht ausverkauft, aber ja, sie bestellen eigentlich immer oft nach und deshalb sollte es eigentlich dann wieder verfügbar sein. Yes, yes it's new, and yes it's MTL, and yes you can get the 0.0 air nozzle. It's already included in the set. So yeah, you can rewatch this video afterwards, and yeah, after some sound problems, I started to show the ETI, and then you can check out how to rebuild it, how to place the air nozzle inside the deck, and yeah, as I said, 0.0 is already included in the set, so you can just buy it and you are good to go. Rebuildable Rhine. Does it have a cloud engraved on the side? You mean a broccoli? No, doesn't have a broccoli engraved on the side. Ja, ironic, das ist so. Oh, hello, Wiley. Long time not see. Happy you're here. Yes, thank you very much. I hope to see you again. Yeah, I hope so. Let's chat upcoming days, and maybe we can arrange something so we can meet and have a beer or two and chat. Die Fanbase, ja. Der gute Junge. Ist das Kölsch? Der gute Junge. Oder ist es mehr noch Richtung Niederlande? Aber es könnte Kölsch sein, der gute Junge. Dankeschön. Meine Frau sieht das anders. Ah, okay. Ja, Broccoli, ja. Oh, Jim, hello. Oh, now you have a lot of material you can Photoshop here. I love, now I can say to you personally, I love your Photoshop. Really, I love your skills. I'm very impressed always. And I always laugh my ass off because of what you do with others. And also with me, of course. Thank you for all the pictures. So I guess there are no more questions. 57 more people coming in who expect something spectacular. Let's have a sip of a beer. As I said at the beginning, I'm drinking here Apex. Apex is a Swedish brewery. Their main company, how do you say, logos and stuff like that, labels. It's quite metal, heavy metal side, on the heavy metal side, and it's just an excellent beer. Double NEPA, very fruity, dank. It's quite heavy. I love it. I love it very much. Das hier ist, wie ich zu Beginn gesagt habe, Apex Brewery aus Schweden. Die machen sehr, sehr gute Biere. Ihr Corporate Identity ist ein bisschen an Heavy Metal angelehnt. Das gefällt mir sowieso gut. Aber es ist eine ganz kleine Brauerei aus Schweden. Und ja, also das Double NEPA hier ist wirklich absolut exzellent. Muss ich einfach immer wieder sagen, Apex. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wenn wir schon hier unter uns sind. Haben wir ja noch ein kleines Business nebenan aufgebaut, das ist Craftbier. Und kaufen wir hier in der Schweiz Craftbier, und zwar nur Craftbier. Das heißt, nur von kleinen, unabhängigen Brauereien, die das noch handwerklich gebraute Biere machen. Und das macht riesen Spaß. Hier im Laden haben wir übrigens einen Dampferladen mit... Wo gibt es eigentlich einen Dampferladen mit über 210 verschiedenen Bieren? Wahrscheinlich nicht so viele, oder? Also kommt nochmal nach Altdorf.
besucht uns, besucht den Silo im Laden und nebst dem Dampfen könnt ihr Bier probieren und auch mitnehmen. Eine Auswahl mittlerweile von über 210. Wir haben letztes Jahr gestartet, jetzt wird es dann irgendwann Richtung 230 verschiedene Biere geben in einem. Ja, es ist eine Freude. Es ist aber auch gefährlich. Gebe ich ehrlich zu. Aber es macht schon Spaß nebenbei, so ein bisschen Craft-Bier. As we are, just we are here, I can talk about something else. We just opened it, last year we opened a business, a small little business, and we sell craft beer. And it's quite amusing and quite exciting, I have to say, to sell little craft from little breweries, microbreweries, which are producing craft beer, and we can sell here in the Vape store. And we have about 210 different craft beer in a Vape store. It's exciting, but also dangerous. Übrigens, der Shop heißt, ohne dass ich Werbung machen möchte, oh, man kann es nicht mehr lesen, hopfnung.ch. Okay, schauen wir mal, vielleicht sind noch Fragen. Oh, da sind ja noch Fragen reingekommen, oder? Akkuträger, ja, Moment, haben wir jetzt noch nichts in der Pipeline. Perky, how is it with tobacco juice? It's great, actually. The prototypes I mainly tested with tobacco juice. So, that's it. Nothing to add. But I guess, it's good also for others. So, Perky fragt, ob es gut ist mit Tobacco Juice oder mit Tabakliquids. Und ja, also ich persönlich jetzt, ich habe ihn hauptsächlich den Prototypen auf Tabakliquids getestet. Wir testen alle irgendetwas anderes hier. Gewisse testen mehr auf Frucht, die andere auf Dessert und so weiter. Das, was man so mag. Und ich habe den Prototypen echt hauptsächlich mit Tabakliquids gedampft. Glamour Vape war dabei, dann von Vape Lounge die Liquids, dann was haben wir noch? King Stew aus Rumänien, genau, solche Liquids habe ich da drin gehabt. Und eben Netz, also richtige Tabakschleudern, vor allem von Glamour Vape. Weil, ja, ich muss einfach sagen, Glamour Vape ist halt einfach sehr, sehr gut. Gut. Ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet, ich war fischen am Sonntag und auf über 2000 Metern hat es ein bisschen gezogen und ich mit kurzen Hosen und T-Shirt war optimal angezogen. Die Hühner denken, okay, viel Spaß mit den Hühnern. Welche Hühner du auch immer meinst, aber ja, viel Spaß damit und einen schönen Abend. Vielen Dank für deine Fragen, Dampferzimmer, und wir freuen uns auf deine Einschätzung. Polo, yes, thank you, yeah, it's with Ratakia, it's very good. I agree. Of course, I agree. Good night. See you tonight. No, good night. There are some very good microbreweries out there, even in the northern church. Yes, Ironic, yeah. There are. A lot of it. Freibeuter, 87. Ja, habe ich erzählt, und zwar am 31. August. Zipfelzapfel Doppelpunkt. Ich habe den Zipfelzapfel nicht probiert da drin. Wie ihr vielleicht noch wisst, habe ich den Zipfelzapfel müssen probieren. Und zwar im 24er. Nur um zu zeigen, dass der PSU einiges aushalten kann. Und das hat er auch wirklich tatsächlich. Hat er das relativ gut hingekriegt mit dem Zipfelzapfel. Aber aber das war es dann auch schon. Aber Zipfelzapfel wird garantiert gut darin schmecken. Mimo, tobacco juice for RDL.
I prefer tobacco juice more for MTL. Oh, but you can use. I mean, taste is with every person very different. So you can try tobacco juice with DL if you like it. But what I can say is that the SQuape A 22mm can do tobacco very well. But it can also, yeah, you just test it. It's so different, so difficult to say what you like, what you like, what you like, what you like. I just can say from my opinion, and I have to say that, yeah, I tested it with tobacco. I tested tobacco with different air nozzles, and it worked very well. And currently, I wait the crossbow red. It's a strawberry with red fruits and licorice in it, and it's also, I love it. But taste is totally up to you. If you like it or not, if it's too light or too much, if it's too sweet or not too sweet. So that's why I'm not getting, I don't get upset if somebody says, I don't like the taste of the SQuape A. Fair enough. I mean, others love it. You not. But others don't like the RTA from XYZ. But maybe you like it. So it doesn't matter really. With everything, which is with taste, also with beers, you have to try till you can say you like it or no, you don't like it. Sabrina, Kuschel, danke dir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, ich schaue nochmals, ob wir wirklich tatsächlich nicht live waren auf Facebook. Weiß das eigentlich jemand? Ich glaube nicht, dass wir das waren. Ich glaube nicht, dass wir das hingekriegt haben. Ich schaue nochmals. Das dürfte eigentlich nicht funktioniert haben. Nein, das hat nicht funktioniert. Also ich werde auf Facebook das ganze Video nochmals hochladen. Gut, in der Gruppe sowieso nicht und auf unserer Seite auch nicht. Also dann tut es mir leid, dass das nicht geklappt hat. Es tut mir auch leid, dass zu Beginn das Ganze mit dem Ton nicht funktioniert hat. Das war eigentlich nicht so geplant natürlich. Ich hoffe, dass ich das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser hinkriege. Aber wir haben es ja schlussendlich geschafft. Thank you, Mimo. Vielen Dank, Charlie. Gute Nacht. Alles Gute. Perky. No. No, sorry. No, we don't do 30 millimeters. No, I think so. I don't think so. Good artists out there with 30 millimeters, and no, I don't see any. It's not our style. Kai, fast ohne Pannen. Ja gut, das ist tatsächlich so. Fast ohne Pannen. Ja, aber wir haben es ja noch hingekriegt. Vielen Dank auch für dir als alter Kai-Fun-Fan, dass du zugeschaut hast und Interesse gezeigt hast. Das freut mich natürlich sehr. Der gute Junge, vielen Dank für deinen Kommentar auch und für die Glückwünsche. Danke. Perky, okay, good. Excellent. So, I guess still 49 people watching. That's quite a lot. And more coming in. Polo. Vielen Dank auch für dich, auch für deinen Support auch und wünsche dir einen ganz schönen Abend. Herr Ronig, dir natürlich auch und wir sehen uns. Bald hast du was zu tun in der Gruppe. Oh, look, Love Chat 1. She's coming back. She's coming back. Melden. Okay.
kann ich die rauswerfen noch? Kann sie nur vorübergehend für diesen Kanal, Nutzer auf diesem Kanal auswählen, Moderator. Ja, ich weiß nicht, kann ich die irgendwie entfernen? So. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert hat, aber ja. Gute Nacht und ja, also dann beende ich auch diesen Livestream. Ich denke, es ist alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen, Tipps, Anregungen, Erregungen, dann geht doch bitte in die SQuape Official Gruppe. Dort ist Jan und steht euch zu Diensten. Nein, Spaß beiseite. Ihr könnt in die Chatgruppe gehen, dort ist tot. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an support@stattqualm.com und wir bearbeiten sehr gerne eure Fragen. Oder wie gesagt, kommt in die Gruppe und postet dort eure Fragen, postet dort eure Bilder, wenn ihr ihn gekauft habt, auch vom alten, vom neuen, wie auch immer. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und folgt uns auf Instagram, wie auch immer. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und das Zuschauen dieser Live-Sendung. Und ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Bitte entschuldigt nochmal die anfänglichen Tonschwierigkeiten. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend und genießt, was immer ihr auch tut. Yeah, thank you very much for watching this live show. And if you have any further questions or is something not clear or if you have anything to add, whatever, please join the chat group. Mark Todt will answer every question you have, or you can go to the SQuape official group, of course. There is Jan, me, and Silu, and others who can answer your questions very well. And as well, support@StattQualm.com is your email address if you have any support needs of our devices. Doesn't matter if it's new or old. We are happy to help. Thank you very much for your interest and watching this live show here. And I hope it was a pleasure. And please excuse again the sound quality at the beginning, but we managed it after a few minutes to bring it on with a quite okay sound. Again, thank you very much. Enjoy whatever you do and talk to you soon, hopefully. Back again. Bye-bye.